Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr aus Filz ein kleines Osternest bauen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein kleines Körbchen aus Filz. Muss mal gucken, dass hinten die Eier nicht rauskullern. Das ist effektiv extrem einfach gemacht. Hier noch so mit einem kleinen Tag drin. Und ja, das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Als allererstes wollte ich euch zeigen, wie ich die Schablone gemacht habe, weil es geht euch einfacher, wenn ihr eine Schablone habt und die dann einfach immer wieder verwenden könnt und es lässt sich auch besser mit Papier zuerst vorbereiten. Das heißt, bevor wir auf den Filz gehen, habe ich hier aus Papier so eine Schablone. Und das habe ich so gemacht. Ich habe mit einem Zirkelschneider einen Kreis ausgeschnitten. Das ist hier so, da könnt ihr die Größe verstellen. Mein äußerer Kreis ist 21 cm und das habe ich hier auch so eingestellt. Da kann man dieses Rad aufdrehen und dann hier hat es einen kleinen Pfeil drauf. Das kann man auf die 21 einstellen, wieder festmachen und dann habt ihr hier vorne eine Klinge, die ist extrem scharf, da müsst ihr aufpassen. Dann könnt ihr effektiv das hier einstechen und einfach ringsherum fahren. Das ist das und als zweites habe ich noch den inneren Kreis nicht ausgeschnitten, sondern nur angeritzt. Und dieser innere Kreis ist 11 cm. Im Durchmesser. Also habe ich hier 11 cm eingestellt und dann diesen äußeren Kreis mit einem ganz leichten Druck angeritzt. Was ich dann gemacht habe, ich habe das Ganze in 16 gleichmäßige Teile aufgetrennt, mit einem Bleistift einfach eingezeichnet und das geht am einfachsten, wenn ihr hier ein großes Geodreieck habt. Und dann habe ich mir jeweils eingezeichnet, wo diese Linie hier an den inneren Kreis stößt. Und habe dann jeweils die Bleistiftlinie etwas rechts und links davon eingeschnitten, einfach so, dass ich danach, wenn ich die Vorlage verwende, wunderbar hier durchkomme mit der Schere, ohne die Schablone kaputt zu machen. Das habe ich ringsherum gemacht. Dann habe ich mir hier einfach ein Element kurz auf einem Blatt Papier nachgezeichnet, das ausgeschnitten und dann hier in einem Abstand von 2,4 cm 2 Löcher mit dieser Lochzange hier gemacht. Dann bin ich effektiv um diesen Kreis ringsherum gegangen und habe mir überall diese Löcher eingezeichnet, sodass die wirklich schön auf derselben Höhe liegen und denselben Abstand haben und habe die dann eben auch mit dieser Lochzange ausgestanzt. Und so habe ich wunderbar eine Vorlage, die ich jetzt verwenden kann. Als nächstes habe ich mir ein Stück Filz, das ist ein relativ dünner Filz, aber ein stabiler. Den habe ich mir einigermaßen zurecht geschnitten. Einfach so, dass ich auf 4 Seiten hier jetzt Clips anbringen kann und das sind so Nähclips, die man oder Wunderclips, die man zum Nähen verwendet. Und da bringe ich jetzt diese Schablone auf dem Filz fest. Weil so verrutscht mir jetzt der Kreis auch nicht, wenn ich den schneide. Und was ich jetzt mache, ist effektiv hier rundherum einfach schneiden. Was ich dann mache, ist mit einem schwarzen Stift hier überall diese Löcher nachzuzeichnen, respektive ich mache mir einfach in der Mitte davon jeweils so einen kleinen Punkt rein, damit ich weiß, wo ich nachher mit der Lochzange das Loch machen muss. Und dann könnt ihr mit einer Spitzenschere hier einfach in diesen Zwischenraum reingehen und bis vorne an die Markierung reinschneiden und das ringsherum.
Wenn ihr damit durch seid, dann könnt ihr die Schablone auch schon wegnehmen. Und die ist immer noch wunderbar intakt und die könnt ihr für das nächste Körbchen verwenden. Was wir jetzt machen, ist mit dieser Lochzange hier überall diese Löcher einstanzen. Guckt ihr einfach, dass ihr diese Markierung, die ihr eingezeichnet habt, schön in der Mitte habt. Wenn ihr dann damit durch seid, dann sollte euer Element so aussehen und jetzt könnt ihr dem Ganzen schon helfen, dass es so in die richtige Form kommt. Das heißt, ihr nehmt immer nur das zweite Element und das biegt sich schon da, wo das Ende dieser Schnittkanten ist, biegt es sich schon rein. Könnt ihr einfach immer jedes zweite nehmen. Und dann diejenigen, die jetzt noch übrig sind, auch so ein bisschen anknicken. Et voilà. Jetzt brauchen wir noch ein Band, was lang genug ist, damit es hier drumherum kommt und ich vorne noch eine Schlaufe binden kann. Hier hatte ich ein weißes verwendet, diesmal nehme ich ein grünes. Und jetzt Achtung beim Durchziehen, ihr nehmt eines der vorderen Elemente, eines der hinteren Elemente und bringt da die beiden Löcher aufeinander und startet wirklich dort auf einer rechten Seite von einem äußeren Element, weil dann, wenn ihr rumkommt, seid ihr wieder hier und dann bindet ihr effektiv immer schön diese äußeren Seite. Das heißt, dann geht die Schlaufe immer außen rum und innen auch. Ich stoße jetzt einfach da durch diese beiden Löcher durch. Zieht es nach und dann legt ihr wieder innen auch das Filz hin, sodass die beiden Löcher aufeinander passen. Und zieht das hier auch wieder durch. Und dann guckt ihr einfach ein bisschen drauf, dass sich das Ganze nicht zu stark verdreht. Und das macht ihr jetzt ringsherum. Das heißt immer beide Löcher aufeinander, das Ganze durchstoßen. Und dann immer darauf achten, dass sich das Band nicht zu sehr verdreht. Und wenn ihr euch fragt, wie straff ihr dieses Band ziehen sollt, ich gucke immer, dass die beiden Ecken von den Elementen übereinander sind und das ist dann auch die Straffung. Und wenn ihr dann einmal ringsherum seid, dann müsstet ihr rein theoretisch im letzten Loch wieder hier rauskommen. Und dann könnt ihr das vorne noch verknoten, respektive eine kleine Schlaufe machen. Und fertig ist schon das Körbchen. Und jetzt kümmern wir uns noch um dieses kleine Tag hier. Ich für mich habe es so gemacht, dass ich auf einem 200 Gramm Papier Frohe Ostern ausgedruckt habe. Das habe ich dann in den Plotter gescannt und das mit dem Plotter ausgeschnitten und auch ein Element, was ein bisschen größer ist als das, mit einem grauen Farbkarton ausgeschnitten. Ihr könnt es auch so machen, wenn ihr einen Plotter habt. Ansonsten gibt es ja hier auch solche Stanzen. Da könntet ihr zum Beispiel eine 2,5 und eine 3,8er nehmen. Das wäre eine Variante. Und hier mit diesem Stanzset ist es halt einfach so, das kleinste ist hier schon relativ groß, ne? Also da müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr zur Verfügung habt. Ich habe das so gemacht und dann habe ich hier mit diesem Stanzset noch dieses Label ausgestanzt in Grau und ich habe mir einen Streifen Designpapier ausgeschnitten und ich habe mit der 1,6er Stanze hier 3 kleine Kreise gemacht, um dann Dimension zu schaffen. Und das Ganze klebe ich mir jetzt kurz zusammen.
Bevor ich das Designpapier hier drauf klebe, runde ich noch die Ecken ab mit dem Zehner, mit der Zehnerecke. Unten spielt es nicht so eine Rolle, weil das schneiden wir eh noch zurück, damit es da auch ins Körbchen reinpasst. Diese 3 Kreise bringe ich im unteren Bereich von diesem Tag an. Ich habe mir jetzt kurz das andere Tag zur Orientierung genommen. Da könnt ihr einfach gucken, wie hoch euer Körbchen wird und das dann entsprechend schneiden. Und um das ein bisschen hübsch zu machen, machen wir auch hier unten noch Ecken rein. Oder runden die Ecken ab, sagen wir es mal so. Et voilà, fertig ist unser Tag. Und das könnt ihr dann einfach so ins Körbchen reinstecken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr hinten drauf noch einen kleinen Spruch schreiben. Und fertig ist schon unser Körbchen mit dem Tag dazu. Und wie gesagt, die Schablone, die könnt ihr jetzt immer wiederverwenden und so viele Körbchen machen, wie ihr das gerne möchtet. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!